Ungünstige Griffkombination beim Trompetespielen, damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolaikam Trompetenunterricht. Man hat natürlich nicht immer nur Stücke, die wirklich wunderbar weich liegen und alles wirklich gut zu greifen ist, sondern man hat natürlich auch Stücke, die in Sachen Technik unangenehm liegen. Da haben wir zum Beispiel ganz klassisch die Griffkombination 1, 3 und 2, also zum Beispiel D und Fis. Wenn man da hin und her spielt, wird man merken, wie die Muskulatur der rechten Hand ganz müde wird und langsamer wird. Man hat natürlich auch noch eine andere Griffkombination, zum Beispiel wenn man einen Tremolo auf dem Ton Fis 1 spielt oder Fis 2, das ist egal. Regulär wird das Fis mit dem zweiten Ventil gegriffen und damit man eben den Tremolo-Ton dann benutzen kann, hat man dann die Griffkombination 2 und 1, 2, 3. Das heißt letztendlich auch wieder diese beiden Ventile im Wechsel. Wie man das dann besser machen kann, das zeige ich dir nachher. Wir starten aber erstmal mit der Griffkombination 1, 3 und 2 und da haben wir natürlich dann immer diesen typisch obligatorischen Gabelgriff. Um den zu trainieren, empfehle ich meinen Schülern immer, starte in der bequemen Lage, also D1 auf Fis 1 zum Beispiel. Da langsam hin und her gespielt, zum Beispiel im rhythmischen Motiv von 4/8. Ba-di-da-di-dam. Ba-di-da-di-dam. Das wäre zumindest mal der erste Einstieg. Natürlich kannst du auch Ersatzgriffe dazu nehmen. Das heißt, du könntest anstelle von dem G1 nach oben jetzt regulär mit 0 gegriffen, auch 1 und 3 benutzen und dann zum Beispiel auch diesen Tonraum der Übung dieser Bewegung auch nach oben bzw. nach unten bis zum kleinen G erweitern. Also welche Töne haben wir in der Reihenfolge nach oben von G ausgerechnet, immer mit dem Wechsel 1, 3 und 2. Wir starten mit dem kleinen G, 1, 3, dann kommt das kleine H, D1, Fis 1, G1, H1, D2, und dann haben wir das S, beziehungsweise wenn ich in dieser Tonart bleibe, dann würde ich sagen, okay, dann nehmen wir oben das Fis mit 1, 3, beziehungsweise oben dann das G2 wieder mit 1, 3. Dann haben wir eben oben dann noch das H2 und letztendlich mit 1 und 3 käme dann oben das D3. Das wäre die Reihenfolge. Also es gibt so einen Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Das ist eben bei den Tönen D2 auf Fis, beziehungsweise wenn du das Fis nicht erreichst, wirst du mit dem zweiten Ventil eben beim S2 landen. Da aufpassen oder natürlich, wenn du es absichtlich machen möchtest, das S gerne mit einbauen. So, wir bleiben aber im eingestrichenen Bereich und starten ganz von vorne mit der Übung. Das heißt, wir gehen langsam rein in die Bewegung und spielen die Töne D1 und Fis 1. 1, 2, 3. Jawohl, das war die erste Übung. Jetzt gehen wir rein in diese Erweiterung. Das heißt, ich spiele nicht nur diese beiden Töne, sondern ich starte jetzt zum Beispiel auf dem tiefen G, auf dem kleinen G und spiele nach oben. Nicht vergessen, den Trigger zu benutzen, also bei D1 ein Stück rausgehen, manchmal auch bei G1. Muss man individuell überprüfen, wie weit genau. So, und da kannst du natürlich dann den Tonraum erweitern, nach oben, nach unten etc. pp. Auf jeden Fall, diese Bewegung muss immer abwechselnd laufen, damit wir eben genau diesen Gabelgriff trainieren. Weiter geht's mit einer unbequemen Griffkombination, und zwar Tremoli auf dem Ton Fis. Das heißt, wir haben regulär für unser Fis 1 den Griff 2. Und der Tremoloton wäre zu greifen mit 1, 2, 3, also der Ersatzgriff für unser Fis 1 bzw. Fis 2. Dadurch, dass die Rohrlänge natürlich von der Trompete verlängert wird durch den Griff 1, 2, 3, ist es wichtig zu wissen, dass wir das Fis mit dem Trigger ausgleichen müssen. Ich stelle mal beide Töne nebeneinander. Also man hört ganz deutlich, Fis mit 1, 2, 3 gegriffen, im Ersatzgriff ist höher. Dadurch, dass der Trigger aber letztendlich nur Einfluss auf das dritte Ventil nimmt, kann ich den Trigger auch ausgezogen lassen. Das heißt, wenn ich das zweite Ventil drücke und die Luft da eben durchfließt, dann ist der Trigger nicht aktiv beteiligt. Das heißt, die Luft fließt da nicht durch. Wenn ich jetzt also den Tremolo spiele, muss ich versuchen, dass intonatorisch das Fis auf dem zweiten Ventil identisch mit dem Griff 1, 2, 3 ist. Also da gerade eben mal überprüfen. Noch zu hoch.
Ja, wir nähern uns langsam an. Jetzt muss ich hier unten natürlich etwas weiter rausdrehen. Bei der Trompete ist es eben so, dass ich hier eine Feststellschraube für den Trigger habe. Dementsprechend kann ich da natürlich noch ein Stück weiter rausgehen. Es wird langsam besser. Wenn du keine Feststellschraube hast, umso besser, dann kannst du den Trigger sowieso in die richtige Position bringen. Das hat man meistens dann auch in der Hand, wie weit man da ausziehen muss, zum Beispiel beim DES 1, ne, der zu hoch gebaut ist, deswegen auch die Ausgleichsmöglichkeit durch den Trigger. Beim Fizz mit dem Tremoloton wäre es genauso. Und dann kann man auch hin und her spielen zwischen diesen beiden Tönen. Das Problem ist, so ein Tremolo soll natürlich so schnell wie möglich zu spielen sein. Und das Problem ist, ich kann mit dem Ringfinger aber nicht so schnell hin und her drücken. Und man hört auch schon, man sieht es auch schon, dass das erste und das dritte Ventil am anfänglich gleich sind und dann ändert sich es irgendwann. So, und jetzt mache ich einen Trick. Ich lasse das zweite Ventil mit dem Mittelfinger der rechten Hand gedrückt. Das erste Ventil wird vom Zeigefinger ganz regulär gegriffen, aber als Unterstützung hole ich mir jetzt von der linken Hand den Zeigefinger für das dritte Ventil dazu. Das heißt, ich spiele dann Trigger raus. Natürlich kannst du es auch am Fizz 2 machen, überhaupt kein Problem. Diese Kombination ist auch in die Oktaven zu übertragen. Hast du ein Stück, wo natürlich dann nach dem Fizz, nach dem Tremolo-Fizz es weitergeht, dann ist es natürlich immer etwas ungünstig, von der linken Hand dann den Zeigefinger zu benutzen, denn der Wechsel dann zum Weiterspielen eben muss dann schnell gehen. Das heißt, man kann es schon machen, man muss aber immer nur wissen, dass man dann schnell umgreift wieder, damit die linke Hand eben weiter die Trompete hält, aber die rechte Hand mit dem Ringfinger dann auch wieder beim Ventilspiel beteiligt ist. Also das sind Kombinationen, die sind natürlich ungünstig. Auch bei Bindungen ist es nicht ganz einfach. Das heißt, wir haben uns beim letzten Video auch schon darüber unterhalten, wie es mit Naturtonbindungen funktioniert. Aber auch bei diesem Umgreifen ist es eben wichtig, dass wir unsere Zunge, unsere Luft und unsere Finger natürlich schnell betätigen. Das heißt punktuell. Ich starte zum Beispiel auf dem D1 und muss zum H1 nach oben bringen. Das ist dieser Anfang von Spiel mir ein Lied vom Tod. Bari, da, 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 dam. Und jetzt auf der Trompete eben. Man muss eben ganz genau wissen, wo muss dieses H1 hin. Habe ich keine Orientierung übers Ohr, mache ich eventuell etwas zu wenig und ich bleibe beim Fizz 1 hängen, also der untere Ton, der ebenfalls mit dem zweiten Ventil zu greifen ist. Mache ich zu viel, kann es eventuell sein, dass ich vom H1 schon aufs Dis bzw. S2 spiele. Also man muss nicht nur seine Bindungen trainieren und seine Technik trainieren, sondern man muss letztendlich auch sein Gehör trainieren. Und da empfehle ich dir auch immer, spiel dir erst die beiden Töne ins Gehör. Und dann kann man auch weiterspielen. Sobald man die Töne gut im Ohr hat, hat man einfach Orientierung und man kann sehr gut diesen Ton anvisieren und dementsprechend natürlich auch treffen. Das war's kurz und knapp zu dem Video mit ungünstigen Griffkombinationen. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert oder wie du deine Probleme bewältigt hast. Ansonsten lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.